Alle reden vom Krieg, von möglichen militärischen Konflikten, zum Beispiel mit Russland und wie sich die NATO in Zukunft darauf vorbereiten muss. Worüber wenig sprechen, ist eigentlich, was das Ganze kostet und was das Ganze konkret für Auswirkungen auf deinen Geldbeutel hat. Auf die Steuern, die du in Zukunft mehr bezahlen musst, damit diese Verteidigung Europas finanziert wird. Und genau damit wollen wir uns in diesem Video einmal näher befassen. Selbst wenn es nicht zu einem Konflikt zwischen Russland und der NATO kommt infolge des Ukraine-Krieges, kann man dennoch davon ausgehen, dass die Verteidigung in Europa grundsätzlich anders in Zukunft gestaltet werden muss. Die USA und jetzt insbesondere unter Präsident Trump haben schon mehrfach angekündigt, dass sie sich in Europa nicht mehr so stark engagieren möchten. Man möchte ja zum Beispiel hier die Waffenlieferung an die Ukraine und die Unterstützung der Ukraine mehr oder weniger einstellen. Man hofft hier auf einen raschen Friedensvertrag mit Russland. Das sind ja grundsätzlich einmal positive Entwicklungen, ganz klar. Aber auch langfristig hat Trump zum Beispiel angekündigt, dass er nicht mehr bereit ist, hier für Europa Sicherheitsgarantien zu übernehmen. Und das ist bisher ja definitiv der Fall gewesen. Die USA geben rund 3% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Die meisten NATO-Länder sind hier vertragsbrüchig, inklusive Deutschland, und geben hier bei weitem nicht die 2% aus, die sie eigentlich ausgeben müssten, wie sie es hier mit den USA und den anderen NATO-Partnern vereinbart haben. Auch Deutschland kommt nur Ach und Krach und mit einem Sondervermögen, also Schulden, an diese Zahl heran. Wenn sich nun die USA zurückziehen aus der Verteidigung Europas und aus der NATO oder dort hinsichtlich Europas eine weniger dominante Rolle einnehmen wollen, dann müssen natürlich die anderen NATO-Länder mehr investieren, denn die Verteidigung ist natürlich extrem wichtig. Wir können ja auf die Landesverteidigung nicht verzichten. Wir hören ja immer wieder jetzt auch, wie es hier jetzt Appelle gibt seitens Hilfsorganisationen, seitens Regierungen, dass Menschen sich auf den Krieg vorbereiten, dass sie Vorräte zu Hause haben, dass sie Bargeld zu Hause haben, etc. pp. Hier wird man also so richtig auf ein kriegerisches Mindset auf den Verteidigungsfall vorbereitet. Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, hatte schon vor einigen Monaten gesagt, dass Deutschland bis 2029 hier vorbereitet sein muss, kriegstüchtig sein muss. Wie er das hinkriegen soll, diese Trümmertruppe, die Bundeswehr ist, hier auf Trab zu bringen, das kann keiner so wirklich beantworten. Aber was sein muss, das muss sein. Was relativ wenig behandelt wird, sind eigentlich die Kosten, die damit verbunden sind und woher der Staat das Geld dafür nehmen soll und was das konkret für dich bedeutet. Wir hören täglich klamme Kassen. Frankreich befindet sich hier in einer gigantischen Haushaltskrise. Die machen weit mehr Schulden als Deutschland. Aber auch Deutschland hat ja hier zum Beispiel in puncto Schuldenbremse alle möglichen Probleme. Alle reden davon, dass es eine Vermögensteuer etc. geben soll, um solche Dinge zu finanzieren. Ob die dann wirklich kommt, wer weiß, ob das passt oder nicht. Aber die Steuern müssen erhöht werden. Die britische Zeitung Daily Telegraph hat vor kurzem einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht. Dort wurde gesagt, dass Großbritannien die Steuern um 2% erhöhen muss, damit man in Zukunft rund 3% des BIP hier für Verteidigung ausgeben muss. Und das auf dem Rücken von Steuererhöhungen, die ja erst vor kurzem hier durch die neue Labour-Regierung beschlossen wurden. Nun gibt aber der UK sowieso schon ziemlich viel für die Verteidigung aus. Wie sieht das eigentlich bei anderen Ländern aus, wenn schon der UK die Steuern um 2% erhöhen müsste? Dazu wollen wir uns mal diesen Artikel hier des Daily Telegraph anschauen. Das ist der, den ich gerade eben genannt habe. Also hier steht es, 20 Milliarden Pfund werden in Zukunft dann zusätzlich notwendig sein. Das entspricht also einer Steuererhöhung von 2% oder natürlich, dass man die Ausgaben entsprechend kürzt. So, wie sieht das in anderen Ländern aus? Um wie viel Prozent müssen andere NATO-Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, damit sie die 3% erreichen? Luxemburg um 300%. Belgien um fast 150%. Deutschland um 100% fast. Also Deutschland müsste seinen Verteidigungsetat verdoppeln, ja, damit man hier an die 3% der NATO drankommt. Deutschland gibt pro Jahr ungefähr 50 Millionen Euro für die Verteidigung aus, müsste also 100 Milliarden in Zukunft ausgeben. Woher soll das Geld kommen?
Deutschland ist ja im Vergleich zu anderen Staaten nun relativ wenig verschuldet, muss man objektiv sagen. Im Vergleich zu anderen Staaten, wohlgemerkt. Ich sage nicht, Deutschland ist gering verschuldet, aber im Vergleich zu anderen Staaten. Das heißt, sicherlich kann Deutschland hier mehr Schulden machen. Aber ob das ohne Steuererhöhung geht, insbesondere wenn man die Schuldenbremse hier bedenkt, ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt noch ganz andere Stimmen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die Bürger des Verteidigungsbündnisses dazu aufgerufen, finanzielle Opfer zu bringen, um die Militärausgaben zu erhöhen. In einer Rede in Brüssel erklärte Rutte, dass Kürzungen bei Renten, Gesundheits- und Sozialsystemen notwendig seien, um langfristig Sicherheit in Europa zu gewährleisten. Das gemäß der Schweizer Weltwoche. Link dazu packe ich auch hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Was heißt das jetzt konkret für dich? Die kurze Antwort: Auswandern, auswandern, auswandern. Willst du wirklich diesen Staat weiter finanzieren und jetzt auch noch weitere Kriege, weitere Verteidigung finanzieren? Weitere Kosten, die auf den Staat zukommen? Das Gesundheitssystem soll weiter eingeschränkt werden, die Renten sollen gekürzt werden. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Dennoch werden Steuererhöhungen wahrscheinlich notwendig sein. Auch ohne diese zusätzlichen Ausgaben sprechen Grüne und SPD davon, eine Vermögensabgabe zu lancieren. Was wird erst passieren, wenn es zu solchen sehr hohen zusätzlichen Aufwänden kommt? Also Verteidigungshaushalt verdoppeln. Und das sind ja keine langfristigen Pläne. Das ist nicht irgendwas, was in 10 Jahren erfolgen muss, sondern das wird etwas sein, das jetzt sehr kurzfristig passieren wird. Du weißt ja, was für ein Chaos es gab in der deutschen Ampelkoalition vor einigen Monaten, sich hier um einen Haushalt zu einigen. Das ist ja sicherlich auch einer der Punkte, warum dann am Ende die Regierung gescheitert ist. Und jetzt soll es noch mehr geben. Die Wegzugsteuer auf ETFs wurde jetzt ja schon eingeführt. Was wird sonst noch kommen? Daher also, perspektivisch kann das nur heißen, dass Steuern noch weiter nach oben gehen in Deutschland, dass insbesondere die Besserverdienenden hier mehr bezahlen müssen. Denn woher soll man es sonst nehmen? Nur die Besserverdienenden haben das Geld, dass man ihnen hier noch mehr wegnimmt. Und man erfindet eben weitere Steuern, man erhöht bestehende Steuern, man führt so Dinge wie die Wegzugsteuer ein und so weiter und so fort. Da gibt es ein ganzes Arsenal. Daher würde ich dir auf jeden Fall raten, dich so schnell wie möglich mit dem Thema Auswandern hier zu befassen und zu prüfen, ob das auch für dich in Frage kommt. Nicht auf Teufel komm raus, natürlich. Ja. Es hat keinen Sinn, sich selbst unglücklich zu machen. Lieber zahlst du ein paar Prozent mehr Steuern. Aber die Frage ist, wohin das Ganze noch gehen soll. Der Verteidigungsminister der SPD hat ja zum Beispiel gesagt, dass er die Einführung einer Vermögensteuer für unrealistisch hält in Deutschland, aufgrund des damaligen Urteils des Bundesverfassungsgerichtes. Er geht aber davon aus, dass die Erbschaftssteuer reformiert wird. Erbschaftssteuer reformieren heißt ja ganz konkret, dass die Steuersätze angehoben werden und die Freibeträge gekürzt werden. Das wird genau passieren. Selbst wenn du jetzt Deutschland verlässt, hängst du mindestens noch 5 bis 10 Jahre in der deutschen Erbschaftssteuer drin. Also du hörst, was der deutsche Finanzminister sagt. Hinzu kommt die Sache mit der Verteidigung. Also das heißt, du musst ja etwas langfristig denken. Wenn du planst, Vermögen zu erben oder zu vererben, zu schenken oder wenn du selbst beschenkt wirst, dann ist es jetzt Zeit, so schnell wie möglich tatsächlich das Land zu verlassen, damit die Uhr schon mal beginnt zu ticken. Übrigens kannst du die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer auch vermeiden, wenn du im Ausland bist und dann die deutsche Staatsbürgerschaft aufgibst. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Ziemlich radikal, muss ich sagen, aber möglich wäre das natürlich. Aber mit solchen Dingen musst du dich jetzt auseinandersetzen. Ja? Denn garantiert gehen hier die Steuersätze nur in eine Richtung und das ist nach oben. Und wenn es natürlich zu einem Krieg kommen würde, dann wird hier ein zusätzlicher Turbo eingeschaltet. Das ist ja völlig klar. Wenn es wirklich zum Spannungs- und Verteidigungsfall kommt, dann öffnen sich hier alle Tore und Türen. Dann gibt es hinsichtlich den Steuersätzen und dem, was sie dir wegnehmen werden, tatsächlich keine Grenzen mehr. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen. Ich möchte nicht wieder das Beispiel Lastenausgleich hier jetzt erwähnen, aber tatsächlich ist es ja das, was die Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Man muss sich fragen, war das damals angemessen? Natürlich, man kann sagen, es war damals wirklich notwendig. Diese Gesetze gibt es immer noch, diese lassen sich auch wieder aktivieren. Das heißt, alles, was so mit Verteidigung, Krieg und so weiter zu tun hat, ist für dich und dein Vermögen brandgefährlich. Das heißt, setze dich so schnell wie möglich mit dem Gedanken auseinander, entweder auszuwandern oder wenigstens einen Plan B zu haben, dass dich dein gesamtes Vermögen in Deutschland konzentriert ist. Brauchst du wirklich 5 Immobilien in Deutschland? Reichen nicht 2 aus und dann 3 im Ausland zu haben? Von einer Vermögensteuer wirst du vielleicht trotzdem betroffen sein, auch wenn dein Vermögen im Ausland ist. Üblicherweise
wenn man sich andere Vermögensteuerregelungen anschaut, ist hier das weltweite Vermögen betroffen. Aber dann kannst du einfach aus Deutschland wegziehen und bist dann aus der Sache draußen. Während wenn du wegziehst ins Ausland und noch Vermögen in Deutschland hast, wirst du dennoch die deutsche Vermögensteuer bezahlen müssen. Das Gleiche ist ja heute auch in Spanien der Fall. Auch wenn du als Deutscher ein Haus in Spanien hast, zahlst du die spanische Vermögensteuer auf dein spanisches Haus. Daher mach dir Gedanken zu Diversifikation deines Unternehmens, möglichst außerhalb der EU, wenn ich sagen darf, natürlich außerhalb von Deutschland. Denn schau dir nur das an, was eben hier in der Presse steht. Schau die Artikel an, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Da ist wirklich einiges hier an der Mache und wir werden so langsam darauf vorbereitet. Ja, das nimmt ja langsam erst zur Fahrt auf. Das ist ja alles jetzt hier auch Salamitaktik, weil die Regierung ja niemanden in Panik versetzen will. In Panik sollst du auch nicht geraten, aber du sollst natürlich erkennen, dass es hier um Salamitaktik geht und die Dringlichkeit muss natürlich bei dir im Kopf jetzt einsetzen. Ja, du musst sagen, okay, ich muss mich zumindest damit befassen. Vielleicht musst du nicht sofort auswandern, aber eben Vorbereitungen treffen, dass du gehen kannst, falls es notwendig ist, einen Plan B haben, Vermögen im Ausland diversifizieren. Wenn auch das Themen sind, die dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Themen zu unterstützen. Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögen, diversifizieren, ins Ausland umziehen, Steuern zu optimieren, Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.